Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und im heutigen Video will ich über das heute stattgefundene State of the Game sprechen. In dem ging es um den Jahr Pass, der für alle frei erhältlich ist, über die Monetarisierung im Game, über die Open Beta und über die Bugfixes, die sie in der Open Beta von der Private Beta durchgeführt haben. Wenn ihr nicht in allen Themen interessiert seid, ich lasse euch in der Beschreibung unten eine Timeline da, dass ihr wisst, an welcher Stelle was vorkommt, und über eine Diskussion in den Kommentaren über Feedback würde ich mich auch freuen, natürlich. Aber gut, so, jetzt fangen wir mal an. Zuerst einmal schauen wir uns den Trailer für den Year One Pass mal an. Dann fangen wir mal an. Also, der Inhalt vom ersten Jahr Pass, der wird für alle frei erhältlich sein. This content will be free and accessible for everyone. It all starts shortly after release with the introduction of Tidal Basin, a new Acht-Mann-Raid, das ist schon alles bekannt. Next up is the launch of Operation Dark Hours, the first 8-player raid in the history of the division. Da haben wir das. 3 DLCs wird es geben, die für jeden frei empfangbar sind. We will be releasing 3 new episodes. Episodes are free major content updates with additional narratives and missions, new PvP and PvE modes, as well as 3 entirely new specializations. New threats will rise. Das erste DLC nimmt euch in die Umgebung mit von Washington DC außerhalb der Stadt. Einen neuen Game-Mode gibt es auch. Ihr müsst rausgehen und Sachen erkunden. Division agents must form an expedition to investigate the fate of a lost convoy. Encountering unexpected threats. Wir bekommen eine neue Hauptmission. Und natürlich im Pentagon wird die stattfinden. Okay, das dritte DLC wird dann das letzte sein vom Year One Pass. Da wird ihr die Story mal enden, so wie es weitergeht. Weil mehr wissen wir noch nicht, aber es sollte danach noch einiges kommen. Es gibt natürlich auch 3 weitere Spezialisierungen im Year One Pass, wie gesagt für alle frei erhältlich, und bei jedem DLC wird wahrscheinlich ein neuer Spezialist hier auftreten können. Es gibt irgendwelche Aufträge noch zu erfüllen. Ich schätze mal, dass wir dann mehr im State of the Game sehen werden. Okay, das schaut mal gut aus, sehr viele Aufträge hier. Daily, Weeklies, Conflict. Das könnte interessant werden für die Clans. Auf jeden Fall geht es mit der Story weiter bei den DLCs. Sie können sich auf neue Missionen freuen, neue Spezialisten. Neue Dark Zone oder so ist leider nichts genannt worden, aber das werden wir dann mal noch sehen. So there's a lot to talk about there. Yes. Yannick, and good thing. So, endlich können Sie über das erste Jahr reden. So we can talk about the live content about everything in the year. Yeah, but finally we can talk about that. I know, it's been a little while. Yes. So what is kind of the focus since you've been diving right in the deep end with creating, the whole live phase of the division? What's been your focus there? I mean, I think the main idea that we've had with starting working on year one is just that ja, sie wollen sich vom ersten Spiel, vom ersten Teil verbessern. Da war es ja so, mit dem Spiel war eigentlich die Story dann abgeschlossen. Jetzt wollen sie das einfach weiterentwickeln und immer wieder neuen Inhalt bringen, was auch was die Story angelangt, diese weiter zu erzählen. Sie wollen auch zwischen die Updates was machen und sie wollen nicht immer 3 Monate warten, bis das neue Update kommt, dass es wieder was Neues gibt. Spieler sollen auch so reinschauen können, die spielen, und sich durchspielen können. Wie das ausschauen wird, wurde leider nicht näher erklärt. I know one of the things that I guess has been a focus for you is I learned a lot, I guess you could say, in all fairness, from the first one. Yeah. What are some of the things you think
that you're most excited about. Okay, the was differences for that gefällt gameplay? ihm am meisten von mean, Year One Pass? One thing Eben, er that's sagt I'm dann really excited eben, that dass we're sie actually doing is weiter die Story that, erzählen. well, we're adding narrative content to the game, and I think that's something that's been asked a lot with the first game, you know, and like players have always wanted to get more of the story and keep discovering the story as it progresses. And in Division 1, you know, we had a lot of game modes and everything, but not necessarily a lot of new narrative content. So I think Sollte it's immer great wieder that was here Neues with zu Division 2 entdecken we are actually geben. going to be delivering on both ends. So we're going to have new story, new narrative things to explore, and also new experiences for the player. Nice. So there was a lot of big stuff in that Was er trailer uns just über now, and Strongholds there's erzählen kann. a lot of people upstairs who are very proud of what Tidal Yes. Basin is shaping up to be. Yes. What can you tell us about Strongholds? And that's Well, I mean, strongholds are part of the structure of the game, and this is up to this point. Also, that's, ihr fightet da das härteste Zeug, wie er so wortwörtlich übersetzt hier. Tidal Basin is actually the final stronghold, so it's going to be the base where the Black Tusk is actually where the Black Tusk is actually. Sollen irgendwas sich vorstellen, das was zäher ist und mehr intensiv als alles andere, außer halt die Raids wahrscheinlich. Tougher and much more intense than what a mission, what a main mission would actually be. Fighting the Black Tusk, going in there and trying to take it over from them. So that's going to be very interesting. yeah. I mean, no spoilers, but it's impressive and big. That's Yes. all. That's all I say. Yes. So all the people that have been working on that upstairs, great job. Yeah. Obviously, you mentioned, well, not you, but the 3 trailer. DLCs nochmal. Is there anything you can clarify on that? Well, I mean, the episode, so as the trailer says, I mean, it's like there's 3 episodes that we're planning for year 1. Alle DLCs kommen mit einer and neuen so Story. Each one of them comes with, an addition to the narrative. It comes with new story. It comes to like the overall main thread and main story of the game keeps progressing during the entire year. So as we reveal there, like the first episode is going to bring the players in or to the outskirts of Washington. 2 neue DC, Hauptmissionen gibt where es. they're going to have to explore new narrative threads or follow-up of what happened in the main campaign of the game. And you'll have like 2 main missions for that, and as well as a new experience for the players to get involved into. And then following that, we'll have also the second episode, which is very exciting because we're actually going to go to the Pentagon. And that's really exciting because you're in Washington DC, and where do you want to go? Okay, er sagt nochmal, wie vorhin schon erwähnt, I mean, it's Well, your- I hope I we think are, that- otherwise das I Pentagon do it. wird ein Schauplatz Well, the trailer sein, says it, so- den es geben wird. I guess we're fine. Oh. We're fine. All right, I must have missed that. Cool. No, the Pentagon. That's freaking. Yep. That's going to be some pretty solid content. Yeah. All right. that's gonna Sorry, be- you just gave me a that's little gonna heart be attack super there. I just needed. Whew. cool. No, it's fine. Okay. It's actually Wasn't fine. sure if that was one of the things we could. Yeah. Okay. No, we're all right. One of the things that I'm particularly excited about, and it doesn't seem maybe that other people would be, but resetting gibt mehr all of the cool Sachen activities zu you can play tun in im the game Endgame. is going to be Jetzt werden sie, glaube ich, gleich elegant. näher There's a lot more eingehen to it. darauf. Is there anything you can tell me about how that's going to work? Because if I think back to how it worked in the Division 1, Yeah. there was a little bit of confusion, maybe, like some things were said on this day, some things were here, blah, blah, blah. Yeah. Yeah. What's the deal? We always try to make sense of all the weekly resets Yeah. in the Division 1, and that always been proven very tough. Also Now alle here, so täglichen, the idea is we really wöchentlichen try to create Missionen cadence, oder monatlichen Missionen, die werden so, dann you know, zurückgesetzt everything und that's die gonna werden be auch reset noch with Sinn Bugfixes machen mit will der Geschichte, was sie sense darum und resets dazwischen will happen erzählen at a werden. specific moment for the players to feel like, okay, now is the time to come back because now all my resets actually happen and now there's a lot of new fresh things. And also try to, Es ist praktisch on the top auf dem täglichen Rhythmus, den wir in Division dann haben, irgendwann werden, gibt es dann spezielle Sachen, die was dann in die Geschichte irgendwie reinpassen mit Narrativ her, vom Narrativ her, und genau deswegen werden es dann, darum werden sich praktisch die monatlichen und wöchentlichen Let's Aufträge talk about the most drehen. exciting Maintenance. topic. No, We're talking but about it is one of the post-launch. things. Let's make a segment about maintenance. But the reason why we're doing this stream on a Wednesday. So, is jetzt because geht going es um forward, I die really wanna make Wartung, sure that die we have this wöchentliche time to check Wartung in with the wieder, ob community. die wieder am Before Donnerstag the stattfinden reset wird, and the maintenance wie and all that schon happens. in Division 1. Is that going to be the case, so Thursday maintenance?
Yes, Thursday. I mean, that's what we're working with at the moment, but Okay. may always shift depending on how things go when the game launches. But yes, we are aiming for maintenance. Es wird der Donnerstag bleiben, weil das wird verknüpft mit dem State of the Game, wenn sie was patchen praktisch. Und am Donnerstag findet da immer das State of the Game auch statt und da können Sie immer gleich drauf eingehen, was Sie am Donnerstag gemacht haben. Wenn Sie was machen, natürlich können die Serverwartungen auch an anderen Tagen stattfinden, wenn es irgendwas Außergewöhnliches gibt zu tun für Sie. Raids though. Yes. Dark Hours. Hours. Operation Sorry. Dark Hour. Dark Hours. Ja, That's Sie in wollen there, uns nicht spoilern, and, nur there's not 8 just Spieler what we wanna say about an that Raid. and what people saw in the trailer. Spoil it. It's a raid and it's 8 players and it's cool. Cool. And it's hard. So as I said, That's until Tidal Basin comes out, Tidal Basin is probably going to be the hardest thing you can do. And after that, then there's the raid. Zuerst spielt ihr die Kampagne. Actual hardest thing you can do. So a nice ramp up of difficulty. So you play the game, you play the campaign. For those of you out there that we know are going to consume everything in human you very play it- short amount of you're like, time. it'll take Danach you wird months, it'll take irgendwann you der like an Raid hour. reingeführt werden. Also But, yeah, so ein paar then you Wochen can, später start kommt getting davon, ready for the wie raid das of Tidal Spiel Basin, sich and entwickelt, wie viele after Probleme that, es gibt. Und danach werden sie entscheiden, wann der Raid dann ins Spiel kommt. Auf jeden Fall nicht zum Launch. yes. Have a lot of spend a lot of time on that. We've obviously shown during the beta phases there are 3 specializations. So, was in the kann game er über that, die Spezialisierungen sagen? But 3 more in the year 1 pass. Well, not just Und er sagt, man kann ein bisschen was aus dem Trailer erkennen, um welche Spezialisierungen es sich handelt, bei einem zumindest. Und er will nochmal klar machen, er hat 3 Spezialisierungen, gibt es zu Beginn des Spiels. Find hits. But yeah, it's so yeah. Just to be clear, we have the 3 specializations Und sie that are part of the game that are at launch. Fügen that, 3 really hinzu, can get 3 Spezialisten, also mit speziellen Fähigkeiten And on top of that, innerhalb we're des talking about ersten adding Jahres. 3 more during year 1. So 3 more specialization with complete new playstyles, complete new signature weapons, and complete new mechanics. One might say Jeder schaut gleich nach, was war es. Muss man es danach nochmal genauer anschauen. Do with that what you will. I'm just Everybody's gonna go back. I'm just saying. What was it? I mean, that Reddit's already got a thread about the trailer with everything. Way more than we knew. Anyway, I look forward to checking out the speculation after the stream. Also, all of the other stuff that comes with it, additional exotics, weapons, like the gear. Yeah. How does that fit into? So, was machen sie in Division 2? In Division 1 haben sie immer große Updates gehabt mit viel Zeug zu tun. Big drops, when we came out with classified sets, there were 4 of them, big chunks. What are we doing for Division 2? Yeah, I think it's the idea is to try to spread it a bit more. So gear is obviously a very important part of our game. So you have in endgame you have your specialization, you have your. Sie wissen, dass es wichtig ist, neues Gear immer hinzufügen und nicht nur bei großen Updates eben, wie gesagt. Und da schauen sie, dass sie immer wieder auch zwischen den Updates neues Gear hinzufügen. In there, but we are also looking at not necessarily just doing that as part of the big episodes and the big updates, but also releasing some regularly So, as well. exotische Waffen und Gegenstände wird es zu Beginn auch geben. So yes, there's going to be very regular drops of new stuff. So with the Aber nicht so wie in exotics, Division 1, dass man maybe jetzt a bundle. alles mit exotischen Items haben kann. I think you mentioned to me the other day that maybe not for every slot. Und ein paar, wie gesagt, sind schon zum Launch verfügbar. Ihr könnt immer nur eine Waffe ausgerüstet haben und eins von den 6 Ausrüstungsgegenständen mit einem exotischen Item. That are going to be available at launch, and then more that are going to be added shortly after that, and then we keep adding new ones. So Okay, cool. I saw a good question in here a second ago from Er fragt, ob der Raid für jeden zur gleichen Zeit veröffentlicht wird, egal in welchem Land, welcher Zeitzone man lebt. Und ich schätze mal, die Antwort wird ein klares Ja sein, so wie im ersten Teil. Ja. Genau so ist es. Well, no, people do that. yeah, you that's know, true. like, I'm gonna shift my No, region no, to. no. It's when it opens for everyone, Okay, so it's a server-side thing that we can. Yeah. All right. and then yeah, and people can just race and try to be the first ones to beat it. So, jetzt zeigt uns nochmal ein Okay. Bild So vom Content we vom ersten kind Jahr of maybe Content, saw a vom glimpse ersten of it Jahr in Pass.
in the trailer just at the end in a couple of frames, but we actually have an image of Wir haben 8 Classified Assignments, also werden Aufträge sein und Narrative in der Welt praktisch, die dazukommen werden im ersten Jahr. Wie gesagt, die 3 Episoden, die einmal im Sommer, im Herbst und im Winter erscheinen sollen und 3 Specializations. Yeah. What can you tell us about the whole instant unlock of the specialization? Er will das Yeah, nochmal so klar it's, machen, you know, alles gratis, as I also said, ihr there's müsst nichts 3 dafür zahlen new für den ganzen specializations Inhalt, that are going to der be im in Jahr ersten 1. Jahr Just to be hinzugefügt clear, werden, auch wenn these jetzt are sagt, free. ihr You habt can fertig get them for gegiert, free, ihr you can könnt immer downgrade wieder them, reinschauen, weil ihr but müsst if you nichts have a bezahlen Jahr für den 1 ganzen pass, neuen you can Inhalt, der unlock them hinzugefügt directly. wird, und wenn euch was gefällt, könnt ihr dann So weiterspielen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier reinzuschauen, auch wenn man mit der Story schon abgeschlossen hat. Okay, cool. So can we talk a little bit about the classified assignments? Because I think chat might have picked up on the use of the word classified. And maybe, you know, you think classified gear, but that's not what the terminology means here. So, Classified Assignments. Wir wollen ein kleines, so Hintergrundgeschichten praktisch damit erzählen. Damit sie einfach weiter ein bisschen die Story auch wieder erzählen können und die Hintergrundgeschichten der einzelnen Personen. Und da wird es 8 Aufträge oder 8 Missionen, das wird sich noch genau herausstellen, wird es geben auch beziehungsweise werden hinzugefügt. Ja, wir wissen, es ist alles für lau, aber dass man es jede 2 Minuten erwähnen muss auch nicht unbedingt sein. I mean, his Come content. on. There's going to be a lot of new story to explore, so that would be cool. Aber auf jeden Fall, es ist alles gratis im ersten Jahr. Probably not. He hates us now. But yeah, he's fine. Yes. Please make that podcast, because that lore podcast was my life for 2 episodes. That was it. Yeah, But those were 2 fantastic episodes. they were really good. Bring it back, please. What else do we have on here? Oh, projects and bounties. That was the thing I wanted to talk about, because people had in, I guess, the So, beta as a wie best wird das reference ganze on the Terminal für podcast, die because there im was ersten Jahr aussehen, Yeah. weil es ja die Ultimate-Version gibt und da hat man ja Bonus. So you have additional projects and bounties, and that's kind of linked to the additional activities we had mentioned prior in the past. So that's one aspect of it. The other one is the classified assignments. Und alle, die halt mehr bezahlt haben schon, just an extra benefit to praktisch the für Jahr 1 das erste Jahr, den holders. ersten Jahr So what they Pass, have is, extra da daily bekommen projects sie and einfach also eine an tägliche extra, Mission und eine wöchentliche Mission on top of the mehr ones that are dazu, normally dass sie mehr Aufträge zum Erledigen haben, don't have mehr extra Stuff to do. exclusive rewards or whatever. It's just one additional avenue for people. We haven't shown the full bounties scope in the beta with the bounties. Aber es gibt that nichts were, extra but that's a für similar type of die thing Season for Pass Year One Besitzer. holders. Yeah, I mean it's Es ist the same einfach thing nur as mehr what will be Content, mehr available in Inhalt games, zum just you Spielen, get one mehr extra, Abwechslung weekly one und as well. so wollen sie auch So diese it's belohnen, die eben like das gekauft haben. high value targets and everything. It's an extension to the HVT feature we had in the first game. So, jetzt kommt es zur Monetarisation, da haben wir jetzt noch gar nichts gehört und da bin ich jetzt schon mal gespannt. Ich hoffe ja, dass es genauso circa aufbauen wie in Division 1, dass man das einfach farmen kann, wenn man das Spiel auch öfter spielt, mit den Kisten, dass man einfach die Kisten öffnen kann. Auf jeden Fall gibt es 2 verschiedene I Kisten. mean, What's the? it's a part of the game, so might as well talk about What's it. But going yeah, on? so there's 2 ways to monetize, or there's 2 aspects of monetization in the Division 2. The first one is the Year 1 Pass. Alle Gadgets praktisch, was ihr mit dem Year One Pass bekommt, für alle Vorbesteller, gewisse Editionen, diese Items könnt ihr dann auch später in-game aus diesen Kisten, aus der einen Kiste bekommen. After the game launches, totally cool. You can do that as well. And then the other avenue is the monetization inside the game, and here we're looking at basically the whole layer of cosmetic and what we call apparel. Okay, das wird genauso sein wie in Division 1 mit den Cryptic Caches. So people would kind of know apparel caches as what they experienced as encrypted caches.
Yes. But we have a new system Yeah. for how that works. Yes, exactly. So the way we deliver these items in the game now is, and these cosmetic and apparel items, I'm going to refer to them as apparel now, so get used to that. Die Standardkisten gibt that's es. how we call it. But basically, you get it through apparel caches, and there's two types of caches. There's the ones that we call the standard caches, all the time through gameplay. So it's like you play the game and you get some key fragments, and once you Und bei get the key, dieser Kiste you can könnt ihr dann open praktisch one of farmen these gehen cache and und you da get, kriegt ihr wieder you Fragmente get some und random damit könnt ihr, wenn ihr einen this is Schlüssel very zusammen simple habt, könnt ihr what we diese Kiste dann öffnen wie but circa also wie in all the Division items 1. that are available in this standard cache can also be purchased individually. Oder du kannst auch so direkt die basically, Sachen aus if der you see, Kiste kaufen. If you see an item that you really like, you don't have to, just like keep rolling in these caches. You can just directly go buy it if you want. But can you purchase a standard cache if you want, or only? Apparel So not Events the standard Caches caches, Kisten gibt es But dann then on auch top noch. of that, we have the second type of Da, caches. die wird es nur in einer which, bestimmten we Zeit, call, zwischen the bestimmten apparel Zeitpunkten event, or for the apparel event, verfügbar sein. And these are specific to a specific time frame. Und They ihr are müsst available da only for einige a specific Sachen time da frame. erfüllen, And damit these you ihr can die unlock Sachen auch through gameplay bekommt. as well, or you can directly buy caches and you can roll for a chance to get. Sie haben Verbesserungen gemacht No, this is vom built Feedback on, vom Division 1, das sie bekommen haben improvements von to der the encrypted Community. cache system we had in the first game. So there's a few improvements we've made there based on what the people wanted to see in the encrypted caches. And I think the biggest one of that is that you will not have dupes. So when you get not the standard ones, the gameplay purely ones will have dupes. Und The die ones kann man that nicht are, kaufen, diese gameplay Kiste. or monetized, so the event Die kann man ones nur will not spielen, have dupes. So Also that means oder there's auch a die Sachen dann specific praktisch amount of, sich selbst kaufen. caches you would, Oder eine buy. Kiste kaufen. Also You know that diese if there's Fragmente 30 kann man dann or praktisch 40 nicht items erspielen available für as part diese of that Kiste. cache, if you buy 30 or 40 of those cache, you will have everything, basically. Okay, so you can say that if you spend money, Yeah. you will never Und get man a kann jetzt alles sehen, was es in ihrer Kiste auch verfügbar ist. how Das is war in that Teil 1 visually nicht so. Man represented? I kauft eigentlich haven't praktisch seen it. blind hinein, weil So man gar when nicht you gewusst hat, get an event cache, was in der you see Kiste alles everything sein that's in. kann. Yes, so that's Sehr the gute other thing we're Verbesserung, doing, finde that ich. was, also a requested addition is the fact Und ich bin that sehr now you zufrieden, can dass look es at nicht, what's dass inside man the das cache. wirklich So you erspielen can kann. Die know Frage ist halt, exactly wie hoch die what are the Drop-Chancen items you can sind. get. Aber sie sagen, das ist ziemlich all the gleich zu items Division are 1. on the same, Schätze ich mal, dass die drop Drop-Raten rate on the von same den chance of Fragmenten a ziemlich priority. gleich So sein there's wird 10 und 10%. Exactly. dann Okay, kann so man then das auch there's wieder 10% locker each, and, erspielen. so you can see all the items that are available in this cache, and you can also wenn ihr kein know Geld which ones you da have and which reinhauen ones you wollt, don't have. extra, wenn ihr das So jetzt nicht direct erspielt habt, visibility on what remains, von diesen to your priority. Event-Kisten, Now, if you das don't wird want to dann spend nach der anything Zeit on that, praktisch in the die other Standardkiste thing is übergehen, that once aber an nicht event gleich, ends, or also another später event dann ends, all the irgendwann content that was in hinzugefügt. this, cache becomes available in the standard cache. So wollen sie die the Leute halt ones dazu that only bekommen, available through gameplay, or you can dass buy man it. sich You can herzeigen still kann und Exactly. natürlich umso So schneller, there dass man is, das hat, as part of this umso apparel besser ist cache, es da und event cache so that is available sagt man halt auch, to oh, da purchase, kaufe ich mal halt ein there's this Item. one specific thing Das you ist halt want, but you don't actually psychologisch buy the cache for a chance gut to get it. gemacht. You can just wait until it's added afterwards in the store to buy it individually. Yeah, I see Charlie Pryor in chat is saying, so to clarify, the same stuff you can get with payment, you can get within game without payment. Und man kann natürlich alles erspielen, nochmal erwähnt. And everything is cosmetic and doesn't affect the performance of the Yeah, it's all purely cosmetic. Cool. That makes me very happy because that's easy to deal with. All right, we have a little bit of other things to talk about. Yes. But I say a little bit. So, Sie wollen jetzt nochmal Yeah, erklären, was es Ella mit, brings up a good point. I did see mit that der in the chat as well. Lagerkapazität Can we auf sich hat. clarify again what is the deal with stash space for pass holders? It's not for pass holders, but it's linked to the. It's a perk of the Elite Agent pack that comes in some of the. Okay, sorry, editions that's you what I can meant. buy. It's not Also linked to nochmal the zur packs. Klarstellung. So once Es again, gibt Versionen, wo the gestanden ist, ihr stash space, bekommt the mehr extra stash extra space is Lagerplätze. Wir basically, wissen alle, in Division 1 war early der unlock Platzmangel of extra stash immer space. gegenwärtig So what und we've man said musste is sich that immer when you entscheiden, start the welches game, for Item behalte ich everybody oder have welches access to nicht. 50 Weil man zu slots wenig of Platz stash hatte. Ein space. Looter-Shooter sollte das nicht And sein then und es you gab will eine get große perks that you Aufregung can darum, unlock, dass man sich jetzt for praktisch dann gameplay Lagerplätze to extra extend schon that stash kaufen kann mit space all the gewissen way to Vorbestelleditionen. 100 Sie sagen by aber jetzt, the end es of ist the einfach nur campaign, so, dass and ihr then
150 total. zu Beginn des Spiels einfach schon die ganzen Lagerplätze schon freigeschalten habt, dass ihr die nicht mehr freispielen müsst und nichts mehr investieren müsst in die, und so habt ihr gleich zu Beginn diese Lagerplätze verfügbar, die sich andere Spieler dann während der Kampagne dann erspielen werden oder können. So it's a convenience addition for people to have more storage in the game. Cool. All right. Well, I did say that we had a little bit left to talk about, and when I say a little bit, there's actually Ja, pages of patch notes. auf jeden Fall haben sie jetzt Yeah, über because there's a sehr small viel thing happening Zeug just a geredet, couple days Bugfixes after von der Yes. Private Beta zur Open Beta, und ich wollte das Ganze eigentlich nicht. Sie haben einen Zettel vorgelesen. Wenn ihr in die ganzen Bugfixes interessiert seid, ich lasse euch in der Beschreibung unten einen Link da sind alle Bugfixes beschrieben, und es wird wirklich sehr, sehr viele Bugfixes geben. Und sie haben wirklich viel gemacht, das kann ich euch jetzt schon verraten. Jetzt sagen sie noch, weil es so über die Aufsätze von den Waffen eine sehr große Diskussion gegeben hat, nach der Private Beta, da man besser dran war, wenn man gar nichts gehabt hat, weil die negativen Bonusse, die haben sich jetzt geändert, ihr bekommt einen positiven Bonus, also sagen wir mal, ihr bekommt 20% Präzision dazu, dafür verliert ihr 20% Crit Damage. Und das war eigentlich nicht ausbalanciert, und so entschieden sich die meisten Spieler, ohne solche Waffenaufsätze herumzulaufen, und das haben sie jetzt ein bisschen angepasst. Maybe it makes sense to run unmodded, and I guess that kind of that's not something we really really want. the way we want it. The RPM of semi-automatic weapons has been reduced overall. Cool, good to know. Und jetzt das Wichtigste, ein Cooldown ist zum Aim-Miss hinzugefügt worden. Und das ist in Division 1 ein sehr, sehr großes Problem gewesen, weil der Chronos Max, ihr kennt das alle, die Schrotflintenspieler haben sehr, sehr viele Leute zum Aufgeben von Division 1 belegt. Und jetzt wird es praktisch, man kann das Auto eben nicht mehr hintereinander einfach nur das geht es auch bei den Scharfschützen, dass man einfach nur das Auto eben ganze Zeit benutzt, reinzoomt, wieder raus, reinzoomt, und das Auto eben schießt praktisch ganze Zeit auf den Kopf. Sie haben jetzt einen Cooldown eingebaut, was ich sehr, sehr gut finde, und das werden wir dann in der Open Beta testen können. Ja, das war jetzt meine State of the Game Zusammenfassung, das erste State of the Game 2019. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und über ein Follow und über ein Like würde ich mich freuen. Es wird in der Zukunft immer solche Zusammenfassungen geben, soweit es mir die Zeit erlaubt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und über ein Feedback würde ich mich natürlich freuen. Und ja, wenn ihr noch interessiert seid zu Division 2 Videos, ich habe Videos gemacht über alle neuen Sets, die es geben wird, über die Spezialisten mit den ganzen Charaktertalenten und mit alle Waffen bzw. Waffentalente vorgestellt, findet ihr auch in der Beschreibung unten. Na gut, dann war's das jetzt mal von mir, dann haut rein und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.